Ducati V4S. Ducatis neues Superbike, der neue Meilenstein aus Bologna. Warum? Schwer zu sagen, reden wir über den Motor. Und dann fällt es mir doch wieder ganz leicht, weil ich sage nur eine einzige Messreihe, und zwar die der Durchzüge. Beim Motorrad hatten wir bisher in der ganzen Historie immer, ever, kein Motorrad, das bei allen drei Durchzugsmessungen, die wir anstreben, unter 3 Sekunden geblieben ist. Das hört sich jetzt irgendwie auf dem Papier nach Pillepalle an, nach so ein bisschen. Aber probiert das einfach mal aus. Diese Ducati V4S strebt voran im 6. Gang, da bleibt euch die Spucke weg. 215 PS in der Spitze. Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Das Ding marschiert einfach vorwärts. Und was vielleicht für Ducati oder Ducatisti viel interessanter ist, die Ducati V4 ist immer noch relativ dicht am V2. Ducati hat nämlich bei dem V4 einen kleinen Kniff gemacht. Der Motor hat 90 Grad Zylinderwinkel, aber die Zündabstände laufen so nicht ganz regelmäßig, denn sie haben dem Motor einen 70 Grad Hubzapfenversatz mit auf den Weg gegeben. Sprich, Zylinder 1 vorne und der zweite hinten, 90 Grad Abstand und dann kommt ein langer Abstand. Wenn du fährst, du hast das Gefühl, bei niedrigen Drehzahlen, immer noch ein V2. Es rappelt natürlich nicht so stark wie bei der letzten 1299, die wirklich ein Ducatisti, bitte ein bisschen weghören, Trampeltier war, sondern es rappelt immer noch und so ab mittleren Drehzahlen, so ab 6, 7, 8000 läuft das Ding spürbar runter, spürbar geschmeidiger und spürbar besser als der alte und dreht natürlich viel, 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 viel höher. Hoch im 5-stelligen Bereich. Im 6. Gang sattelt das Ding sogar nochmal 500 Umdrehungen mehr obendrauf. Dreht, glaube ich, bis 15.000. Mamma mia, das Ding, Hammer, 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 Hammer. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es feuert weg. Es feuert weg, es feuert weg. Geile Karre, allerdings auch sehr, sehr teuer. 28.000 Euro, kein Pappenstiel. Es war schon immer etwas teurer, etwas ganz Besonderes aus Bologna zu fahren. Aber das kann man auf jeden Fall sagen, die V4S ist etwas ganz Besonderes geworden. Kann man natürlich fragen, ist der V4 besser als der V2? Ja, kann man einfach mit Ja beantworten, kann man es unterstreichen. Hat natürlich seine Gründe. Wir reden beim alten 1290er, 99er V2 über wirklich riesengroße Hubräume und Ducati hat ein Bohrungs-Hub-Verhältnis gewählt, das wirklich sehr geringen Hub mit sehr großer Bohrung verknüpft. Sprich, Laufkultur war bei dieser Auslegung wirklich nicht das oberste Ziel von Ducati, sondern einfach viel, viel Leistung, weil große Bohrung heißt einfach auch, ich kann große Ventile einbauen, sprich, ich kann dafür sorgen, dass viel Gasdurchsatz stattfindet. Laufkultur ist dann immer auch das entscheidende Thema, weil der Motor einfach untenrum schon, sage ich mal, etwas rappelig anspricht, nicht sehr geschmeidig ans Gas geht, herausfordernd ist und wirklich auch herausfordert. Es ist nie ganz einfach gewesen, mit der 1299 die eine perfekte Linie zu treffen. Gerade im Alltag, wenn du eine Spitzkehre vor dir hast, wenn es irgendwie mal unübersichtlich ist, dann muss die Gangwahl stimmen, dann muss wirklich alles zueinander finden, dass dann der Strich durch die Kurve, durch die Biegung, durchs Eck ein flüssiger wird. Das alles kann man ganz einfach sagen, ist mit dem V4 deutlich einfacher geworden. Da kommt es halt nicht drauf an, die Drehzahl wirklich auf das 100. Drehzahl, 100 Drehzahlpunkt oder sonst was irgendwie genau zu treffen, immer genau den perfekten Gang drin zu haben, sondern der neue Motor, der V4, agiert unter solchen Anforderungen viel, viel geschmeidiger, gibt dir eher die Hand, nimmt dich an die Hand, ist eher dein Freund, während der V2 immer so ein kleiner Rottweiler bleibt, so ein kleines Raubein. Es macht Spaß, mit dem mal irgendwie an der langen Leine spazieren zu gehen, dem mal richtig Auslauf zu geben, aber wenn er richtig zieht, wird es auch richtig anstrengend. Deswegen V4, in meiner Meinung nach, der richtige Schritt für Ducati, das Sportmotorrad in der Richtung weiter eine Evolutionsstufe höher zu heben. Das Ding ist alltagstauglich geworden und über die Leistung, über die Durchzüge, über alles, was es kann, über die Kraft haben wir schon gesprochen. Da ist es sowieso far beyond belief. Hammerding. So viel dazu. Schaut es euch an, setzt euch mal drauf, fahrt sie mal Probe. Beeindruckend.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.